Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alrighty then und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes & Fidget mit mir und Basti auf Server EU5 ist Tag 5 am Start. Und ja, es wird natürlich vom Content nicht unbedingt immer mehr. Dennoch würde ich gerne mal von euch wissen, was ihr bisher so von dieser Art Tagebuch haltet. Über die ersten Tage. Wollt ihr noch, dass weitere Tage beleuchtet werden? Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Hin und wieder habe ich schon ein bisschen was gehört gehabt, hauptsächlich positives Feedback, vielen Dank dafür. Aber ja, je weiter der Server halt reingeht, man weiß es, Server sind meistens immer am interessantesten zum Start. Deshalb möchte ich gerne wissen, ob ihr das noch weiter von mir sehen wollt. Nichtsdestotrotz werden wir sicherlich jetzt im Laufe der nächsten Zeit auch mal wieder andere Themen beleuchten. Zum Beispiel das Stichwort Serverfusion. Ja, habe ich mich noch nicht so doll damit beschäftigt. Habe nur gehört oder gelesen, dass es wohl losgehen soll. Wie und was werden wir dann eben demnächst auch mal besprechen. Aber wie sieht es denn aus? Ich bin prinzipiell 130 und ja, unsere Festungsattacken, die sind erstmal nebenbei jetzt auch sehr, sehr lecker. Also wir haben den Holzsammler schon auf 11. Steine müssen wir noch hochziehen. Also laufen bei uns schon. Wir haben gesagt, das machen wir morgen Vormittag. Also wir werden sicherlich noch einmal traden bis dahin, vielleicht sogar noch zweimal. Ja, und dann geht das auch richtig nice. Steil, alles da. All of Night auch schon auf 9 gemacht. Wir sind wirklich sehr gut unterwegs mit der Gilde, was das betrifft. Man hätte heute noch nicht zwingenderweise auf 9 machen sollen. 8 wird auf jeden Fall vorgegeben, 9 wird empfohlen. Aber ja, das heißt wahrscheinlich morgen 10 empfohlen, aber noch nicht zwingend notwendig. Und ja, ich habe mir auf jeden Fall den Plan gemacht, dann entsprechend die Unterwelt zu skippen. Ja, wir können ja mit 13.000 Holz ja, 300k farmen auf einmal, ja, ungefähr. Und sag ich mal, dann 100k Steine. Und das ist das, was ich brauche für Gemmine Level 10 und auch zum Suchen von Gems. Das werden wir also dann höchstwahrscheinlich an Tag 6 erledigen. Und ja, Pets technisch habe ich mir alles geholt, was es zu holen gab. Ich habe noch nicht ganz meine Alu durchgespielt. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass man jetzt bei der Alu auf jeden Fall auch noch Früchte bekommt. Und ich muss tatsächlich sagen, ja, in einem meiner letzten Parts habe ich ja den Struggle erwähnt, dass ich am Sonntag 5 Schattenfrüchte hatte. Die habe ich nicht bekommen, obwohl ich am Sonntag das Nest freigeschalten habe. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig für euch, die Regelung sagt Folgendes. Ich habe mit Blaya nochmal gesprochen, falls ihr es nicht wisst. Nehmt es mit, falls ihr auch mal wieder einen Serverstart macht. Ich hätte den Daily Login noch nicht abholen dürfen, bevor ich das Nest aktiviert habe. Das heißt, ich hätte nicht claimen sollen, hätte das Nest aktiviert, hätte dann die 5 Früchte bekommen. Denn bei Default bekommt man sonst halt Gold, wenn man ein Spielfeature noch nicht freigeschalten hat. Das Ganze würde zum Beispiel auch bei Seelen passieren. Hieß es, wobei ich mir da nicht sicher bin, aber gerade bei Früchten ist es definitiv wichtig, dass ihr darauf achtet. Bei Runen, ich glaube, oder bei Runen war es, dass es da auch passieren kann, dass man dann bei Default Gold bekommt und nicht bei Seelen. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Gerade bei Schatten sieht es nicht so nice aus, muss ich sagen. Da hätten mir 5 weitere Früchte sehr, sehr gut geholfen. Also im Moment bin ich in der Ehrenhalle auch ziemlich weit abgeschlagen. Das heißt noch nicht viel. Wichtig ist dann, die Pets richtig und schnell freizuschalten in den nächsten Wochen. Aber trotzdem hätte ich mich mehr gefreut. Also bei Erde läuft es ganz gut, bei Feuer läuft es ganz gut und bei Wasser. Aber das sind natürlich alles auch Habitate, wo wir jetzt Elemente drin hatten. Also ich hoffe, dass ich jetzt auch bei Shadow viele, viele Fights gewinne. Und ja, genau, das Pet habe ich auch schon bekommen. Das passt also. Im Arena Manager, ja, habe ich einen Skip genommen. Jetzt hatte ich einmal Gold. Ich bin mir nicht so richtig sicher. Es hieß immer, man soll mal wenigstens erst opfern, wenn es hier ungefähr verdoppelt ist. Aber das dauert extrem lang. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Denn eins ist auch klar, wenn ich die Gemmine skippe morgen, kriegen wir ja natürlich schöne Boni auf mit dem Gladiator-Trainer. Aber ich mache es vor allen Dingen, damit ich eben auch das Unterweltpaket, also das Bro-Packet kaufen kann. Das ist halt einer der Gründe, warum ich die skippen will. Und natürlich auch, um bei den Dungeons ein bisschen vorzuschreiten. Und Dungeons ist das Thema auch für heute. Denn mit Level 130 bin ich natürlich jetzt auch in der Lage, den Twister zu spielen. Und ich werde ihn nicht hard grinden, vor allen Dingen nicht ohne den Gladiator-Trainer, aber
ein paar Etagen können wir ja mitnehmen. Wir gucken uns mal an, wo wir denn jetzt hier landen. Ich würde gerne übrigens, dass der Haken immer weg ist, ja. Weil ich will diese einzelnen Sachen hier nicht sehen. Muss ich jetzt immer selber machen. Oh, no inventory slot left. 159. Das brauchen wir nicht. Ich würde es gerne verkaufen. Etwas laggy gerade das Ganze. Connection Problems. Na, das ist natürlich geil, ja, den ganzen Tag. Ich wollte schon fast streamen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Naja, mir fällt ein, wir haben noch dieses Item hier. Dann, ja, Gem Socket werden wir uns das mal besorgen. Ich habe schon relativ guten Gem hier gefunden. Den nehmen wir mal mit. Und freuen uns darüber. Sehr gut. Am nächsten Wochenende ist ja auch Epic Event und spätestens da, wenn man da pushen will, wäre es halt eigentlich auch ganz praktisch, wenigstens 1000 Runen zu haben. Und da weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt schaffe. Klar, wenn ich jetzt Boni mitnehme und später mal skippe, profitiere ich davon. Deshalb ja, hoffe ich, dass ich dann, ich meine, wir haben jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also dass ich vielleicht am Wochenende, Samstag oder Sonntag dann mit 2 Skips auf 1000 Runen komme. Ja, und dann hat man zumindest auch ein paar Runen dabei. Dann hat man Gladiator-Trainer dabei. Dann hat man vielleicht auch schon, ja, vielleicht hier einen Guild-Portal-Bonus dabei. Schadensbonus ist auch immer sehr praktisch beim späteren Pushen. Und ja, aus dem Blickwinkel heraus gehen wir hier mal weiter. Bei dem Level ist Schattenwelt noch nicht relevant, selbst wenn man jetzt seine ganzen Begleiter, ja, das mal so, ausstatten würde mit Items. Aber ja, die Sachen sind natürlich sehr nice, müsste man sich fast aufbeheben, manche Verkaufswerte 20.000 Gold und so für den Kessel, aber das Potenzial habe ich jetzt leider nicht. Natürlich könnte ich die Schatzkammer ausbauen, aber da müsste ich jetzt Quarry skippen und das will ich halt. Ich will vielleicht noch 50, 60 Pilze abwarten, wenn ich es morgen Vormittag erst mache. Ist es halt auf jeden Fall ein bisschen günstiger, ne? Dementsprechend ist das auch wichtig. Gehen wir nochmal weiter im Twister. Klar, wir müssen jetzt hier auch Pilze ausgeben, ne? Also gerade gegen die Endgegner, da machen wir nicht so durch unsere Fähigkeit was gut. Hier kann es vielleicht mal passieren, dass ich nur ausweiche und nochmal einen Free-Tile bekomme, aber ja, es sieht jetzt nicht so aus. Die gehen auch schon gut rein. Aber immerhin 400.000 XP auch schon dabei. Also das ist schon wichtig. Dismantle Item würde ich jetzt bei Items aus dem Twister nicht machen, denn die geben einfach viel zu viel Gold im Verhältnis. Das sollte man eher bei normalen Items machen. So, wie weit kommen wir denn hier? Ach, guck mal, jetzt ist das Ding weg. Achso, weil ich verloren habe. Hector the Contractor. 500.000. Nochmal ein Item bekommen. 26.000 Gold. Das, ja, Twister Power, das sind halt Goldminen, diese Dungeons. Also, ja, jetzt gibt es sogar ein Level-Up auch. Also, auch das ist drin. Vielleicht schaffen wir sogar noch so viele Etagen, dass wir auf 132 kommen. Denn, ja, ihr seht, die XP steigen. Grob um 30.000 pro Gegner hier. Bisschen mehr sogar als 30.000. Und ja, jetzt brauchen wir schon hin und wieder 2 Angriffe. Das könnte knapp werden. Und aber das lohnt sich. Das lohnt sich halt. Also wir können jetzt schon Gold für Skips einwenden. Also ich bin ja von den Skills, von Skips mal nicht, von den Skills her immer noch relativ unterskillt. Da tut das natürlich richtig gut, mal richtig einen drauf zu hauen. Ja, haben wir mal 100 Punkte auf Geschick geskillt, einfach so. Ja. Sogar mehr als 100 Punkte. Und wenn wir jetzt noch ein paar Etagen machen, ziehen wir Ausdauer auch noch hoch. Weil durch das Skillen werden wir auch wieder stärker. Das heißt, wir schaffen auch wieder mehr Dungeons im First Try. Ja. Außer vielleicht In-Blocker. Aber auch Stärke-Gegner können blocken. Aber da haben wir unsere Fähigkeit. Das schaffen wir mit unserer Fähigkeit. Bin da guter Dinge, dass wir den noch schlagen werden. Aber das sind schon einige Tries. Ja, nice. Vielleicht war das auch ein kleiner Blocker. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen weiter. Mit höherem Level werden auch die tendenziellen Ausbeuten für den Schmied nochmal verbessert. Ah, ey, die sind schon heftig. 132, da müsste ich auf jeden Fall noch 2 schlagen, würde ich sagen. 2, ja, 1,7 Millionen. 2 Stück definitiv müssen wir schlagen.
Gehen wir noch mal ein bisschen Ausdauer hoch. Einfach weil es auch so schön günstig ist. Und wenn man das macht und wenn man durch den Twister geht, und wenn man dann schön skillt oder sich halt eben neue Items besorgen kann, ich gehe mal auf 800. Ich möchte 800 haben, das sollte noch reichen. Oh nein, knapp reicht es nicht. Dann kann man natürlich aber auch wieder die Standard-Dungeons probieren, weil da, man wird stärker, die Dungeons fallen leichter. Das ist definitiv der Fall. Und gerade in diesem Bereich haben wir jetzt wahrscheinlich eine Chance von ungefähr 1%. Der nächste Dungeon, hat dann eine Chance von 0,6% oder so. Also da farmt man natürlich auch nochmal schöne XP. Aber bei aller Liebe, wir müssen uns ja auf die Festung forcieren. Ne? Ihr seht, 564 Pilze für die Festung 11. Und ach ne, Woodcutter bei mir ist sogar noch auf 10. Mein Kumpel hat es auf 11. Mein Festungspartner, das muss ich natürlich beides hochziehen. Da muss ich auch nochmal, brauche ich nochmal ein paar Steine nach einmal traden. Kriegen wir das definitiv hin. Aber 500 Pilze natürlich für Skippen, 600 Pilze jetzt hier schon auszusuchen. Der Fokus liegt halt darauf. Das heißt, man hat nicht mehr so den ganz hohen Fokus auf die Dungeons. Und dementsprechend gibt man da halt mehr Pilze aus. Insgesamt habe ich aber schon ein relativ hohes Pilzpensum, weil ich natürlich die Dungeons auch probiere, wie ihr seht, ne? Also das hält mich nicht auf. Ich habe halt die Hoffnung, dass das noch klappt jetzt. 125.000, der hätte klappen können. Ja, der sollte fallen. Jetzt haben wir einen Endgegner, der könnte aber auch noch fallen. Weil, wie gesagt, manche Stärkegegner sind beim Twister auch relativ straight. Oh, komm schon. Oh ja, es würde reichen. Komm, den Dungeon noch fürs Level Up. Und den Light Dungeon, den großen, machen wir halt über Free Tries, ja. Brauche auch noch eine Spiegelscherbe. Also, wenn ich die natürlich habe, kann ich die ganze Zeit Stadtwache laufen lassen und trotzdem Dungeon Tries machen über den Tag. Das wäre auch nochmal sehr vorteilhaft. Geh mal in die Alu, genau. Ich wollte halt die Level machen. Alu wird ja auch stärker. Damit wir da nicht so viel verlieren. Und in dem Falle nehme ich jetzt mal den Globetrotter mit. Nice. Ein Achievement, was man bei 300 bis 320 Alu auf jeden Fall kriegen sollte, ohne dass man darauf achtet. Hier war es jetzt an Tag 5 der Fall. Und ja, ich habe schon mal erwähnt, alle Achievements, die man haben sollte oder die man haben kann zum Serverstart in den ersten Tagen, werden wir auch mal früher oder später durchgehen bei mir auf dem Kanal. Nice, haben wir nochmal eine Feuerfrucht. Ich glaube, ja, bei Feuer bin ich sehr gut aufgestellt im Moment. Aber es dauert auch wieder, bis wir dort auch entsprechende Arena-Kämpfe machen können. Und jetzt heute bei Water. Ja, das ist dann immer so, da weiß man, okay, man hatte eine Restfrucht oder sowas. Eieiei. In dem Fall nehme ich die 10-minütige Quest, obwohl sie nicht so geil war. Aber die 7,5-minütige war noch viel, viel schlechter. Und nur für die Spiegelscherbe wäre es relevant. Für die Frucht ist es wurscht. Die Chance, Früchte zu finden bei kurzen Quests ist halt verhältnismäßig niedriger als bei hohen Quests. In dem Fall machen wir es mal. Waren beide nicht optimal, die Abenteuer. Die ist ganz okay. Und keine gute letzte Quest hier. Ich muss die nehmen. Bringt natürlich keine Frucht, aber das war bei Weitem die beste Quest. Ja, 330 Durchschnittsschaden, die Waffe. Da geht wieder was. Da müssen wir wahrscheinlich aufs Epic-Event warten. Es sei denn, ich schaffe den Dungeons und beim nächsten kriege ich vielleicht durch Zufall eine Waffe. Das wäre ziemlich krass. Ich hatte ziemlich viel Glück stellenweise. Und ja, das ist natürlich auch noch so ein Ding hier. Das wollte ich euch auch zeigen, weshalb es ja wichtig war, den Tower zu spielen. Also das habe ich schon mal erwähnt. Hütchenspieler machen wir natürlich jetzt auch noch. Jawohl, gleich mal mit Steine anfangen. Das ist nicht schlecht. Jetzt haben wir ja Festung 11. Das heißt, wir kriegen mehr. 3000 mal 5, 15.000. Also wenn man mal überlegt, was man für 5 Steine kriegen kann, ist es echt krass. Ja, oder für 5 gleiche. Die Chance darauf ist natürlich leider sehr, sehr gering, aber ja, würde ich bei Holz wie auch bei Steinen nehmen. Hat den Fokus auf jeden Fall im Moment auf diese Dinge, aber auch Kleinvieh macht Mist. Ist ein schönes Giveaway, sagen wir es mal. Okay, in dem Fall machen wir mal Kristalle, hat man leider kein Glück. Gold brauche ich jetzt nicht, das ist 1900 Gold bei 3 gleichen, ist halt wirklich nicht viel. Da haben Holz oder Steine eigentlich einen höheren Wert, Steine im Moment mehr. Nein, hat man jetzt leider kein Glück. Ja, es gab aber Tage, da lief das auch schon deutlich besser auf anderen Servern. Also, ja, reicht halt nicht.
einmal traden für Gemmine 10 oder zweimal traden für Gemmine 10 und dann die beiden Skips. Ja, also das steht so ein bisschen auf dem Programm. Es haben schon Spieler auch Rathaus 12 bei uns in der Gilde, ist natürlich echt krass, ja. Muss man so sagen. Ja, uns fehlt auch irgendwie ein Spieler. Irgendeiner hat sich gelöscht anscheinend oder was auch immer. Das passiert natürlich auch immer, kann man nicht verhindern, aber also es haben ja deutlich weniger von vornherein mitgespielt als gedacht, hat Zombie erzählt, und dafür sieht es wirklich sehr gut aus. Wir haben auch neue Leute reinbekommen. Ich weiß nicht, ob die jetzt in anderen Gilden gespielt haben oder ob das Nachzügler sind, aber zum Beispiel auch sehr, sehr coole Leute, auch sehr chataktiv. Lady Toxic zum Beispiel, mal Shoutout. Nico Robin, glaube, altbekannt bei mir. Also ich habe noch nicht gefragt, aber ich denke, dass es die gleiche Person ist. Ja, und hier ist übrigens nochmal mein Festungspartner. Der, macht es auch solide. Der braucht natürlich nicht so viele Pilze ausgeben für die Dungeons, so wie ich, da es ganz entspannt angeht, aber ist ja auch hier der Fokus, wie gesagt, auf der Festung. Er ist in der Festung sogar weiter ausgebaut im Moment als ich. Macht also alles richtig. Bockhammer zum Beispiel auch drin, ist auch so ein gutes Beispiel. Investiert sehr viel Zeit für die Festung. Halt dafür etwas weniger Optionen beim Char. Ne? Man hat ja halt nicht immer das Geld für Gleiches. Ja, Caps haben wir übrigens ja auch in der Gilde. Nicht von Anfang an, aber ich glaube schon seit Tag 2 oder vielleicht sogar doch seit Tag 1. Dass der jetzt auch Creator ist, GZ nochmal dafür. Also das heißt, der Support von Blaya, den er da hier jetzt hat, das hilft natürlich auch ungemein für so ein Projekt. Er spielt es ja auch wirklich sehr, sehr ordentlich. Mit seinem Char hier. Und Ruffy war von Ruffy und Vex von EU3. Ich habe selber weniger Kontakt gehabt, aber da war ich ja auch lange mit in der Gilde. Die spielen es auch sehr gut runter. Also die hatten mir auch damals erzählt, dass sie da ein bisschen was vorhaben auf EU5. Und so sieht's aus. Sehr nice. Zombie, hast du gut gemacht. Oh, guck mal, Zombie hat ein Schild. Nice. Zombie, vielen Dank fürs Schild. Übrigens hatte ich, ja genau, weil ich gerade an Schild oder an SA denke. Auch hier mein Kollege hatte die beiden Sachen, hatte ich noch nicht im Sammelalbum, konnte ich auch gleich mal nehmen. Ist auch praktisch, wenn Leute eben nicht nur Epic Event spielen, sondern im höheren Level dann normale Items equippen. Die sucht man halt wirklich immer. Also es lohnt sich oft in der Gilde mal ranzugucken, da ploppt immer mal irgendwas auf, was man nicht hat. Der hier zum Beispiel. Also Leute, wenn ich euch da angreife, ne, gerade Ringe, Extras, außerhalb des Epic Events sehr, 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 sehr wertvoll im höheren Bereich. Ja, muss ich natürlich auch immer ein bisschen gucken, dass ich da up to date bin. Mir fehlen auch sicherlich noch ein paar hundert der Epics, die finde ich jetzt an der Stelle nicht. Jetzt gucken wir gar nicht mehr in die Gilde, sondern in der Ehrenhalle. Aber das ist auch nice. Das gehört auch zum Daily Business dazu. Und wo stehe ich denn jetzt eigentlich im Sammelalbum? Ja, 65%. Ist solide, es geht halt einen Ticken mehr. Ich denke 67, 68 könnte drin sein. Muss ich nochmal komplett durchgehen, machen wir jetzt aber nicht mehr im Video. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch in die Arena-Fights. Schauen mal, was hier passiert. Was wir gewinnen, was wir verlieren. Holen uns die XP. Och, Dämonenhunter, ja. Einige, gegen die ich jetzt hier verliere. Wow, der Bade. Jetzt auch mal eine kleine Winstreak dabei. Aber ich glaube, wir haben insgesamt mehr verloren als gewonnen. Ich gehe halt immer random auf den linken, ne? Also ich gucke gar nicht auf die Werte. Manchmal kriegst du auch wieder, wo du weißt, brauchst du gar nicht angreifen. 4600 Geschick. Ja, ich weiß nicht, ob ich den angreifen will. Ne, gerade sage ich's. Hat halt wenig Ausdauer, ne? Also mal gucken. Nice, haben wir geschafft. Hat zu wenig Ausdauer, zu wenig ausgewichen. Haben wir die Fights jetzt auch durch? Ja, da ist der Tag schon eigentlich relativ jetzt beendet. Morgen gibt's Holz, ist auch nicht schlecht. Also hier gerade das hier ist nicht verkehrt für die Festung. Also der Kalender ist da überhaupt nicht schlecht. Wenn ich bis dahin halt Rathaus 12 oder sogar 13 hätte, dann gibt es auch mal fette Boni und dann kann man auch die ganzen anderen Gebäude nachziehen. Also eigentlich Gemmine 10 skippen jetzt ist nicht ganz so relevant, aber die Unterwelt brauchen wir natürlich für das Glücksrad. Das habe ich nicht erwähnt. Warum ich die Unterwelt haben will, ist für das Glücksrad. Glücksrad 2.0 gibt nämlich auch Früchte. Ist für die Pets sehr, sehr wichtig. Brauche ich schnell, deshalb werde ich doch Gemmine skippen. Glücksrad spiele ich jetzt noch nicht, weil ich eben doch die Unterwelt jetzt schon skippe. Dementsprechend warte ich da noch. Und die Früchte da aus dem Glücksrad, die darf man nicht unterschätzen.
das war's dann erstmal von mir, Leute. Wie gesagt, schreibt mal gerne eure Meinung, ob ihr weiterhin solche Tagebücher oder eben ja, situativen Videos haben wollt, was auf EU5 wie passiert, wie der Progress ist, was meine Ziele für den jeweiligen Tag sind. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch was. Kommt gut durch die Hitze, haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.